erstes Capital Chip war eines der schwierigsten und aufwendigsten 3D-Modelle, die wir bei uns im Spiel haben, weil es halt sich über einen sehr langen Zeitraum hin entwickelt hat und auch viele Designstufen durchgegangen ist. Also wir hatten ein Konzept von Ulrich Zeitler, das ist ein sehr bekannter Concept Artist, der für uns auch die ganzen Konzepte für X3 gemacht hat. Und auf Basis dieses Konzepts haben wir quasi angefangen, unser erstes Capital Chip zu machen. Erstmal nur als grobes Blockout. Aber wir waren nicht zufrieden mit dem Design, weil es wirkte zwar auf dem Papier gut, aber es funktionierte im Spiel nicht. Also die Flächen waren viel zu groß, viel zu glatt, man hatte nicht die Möglichkeit, ein schönes Spielgefühl an bestimmten Stellen auf diesem Capital Chip zu erreichen. Und so haben wir angefangen, selber das Konzept Stück für Stück zu verändern. Und das, was dabei rausgekommen ist, war sehr chaotisch. Also wir hatten, das Schiff ist von einem sehr einfachen, geradlinigen, simplen Modell quasi zu einem super aufwendigen, super komplexen Raumschiff geworden, was uns fast ein halbes Jahr Arbeitszeit gekostet hat mit 3 Mann. Also wir haben da mit 3 Mann gleichzeitig daran gearbeitet, dass Christian Vogel, mein Vorgänger hier als Lead Artist, hat das Ganze noch dirigiert und er wollte halt es erreichen, dass es wirklich Spaß macht, über die Oberflächen zu fliegen, dass die ganzen Geschütztürme nicht wie so kleine Pickel auf dem Raumschiff aussehen, sondern sich schön in die Oberfläche integrieren auch. Und bis wir dahin gekommen sind, hat das wirklich lange und sehr viel Schweiß und Arbeit gekostet. Und wie gesagt, von dem ursprünglichen Konzept ist nachher im finalen Modell überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Es war wirklich so, dass wir nachher Designelemente auch von anderen Schiffen übernommen haben, die uns gefallen haben. Und so ist daraus wirklich nachher ein sehr aufwendiges, aber auch ein sehr schönes 3D-Modell geworden und eines der schönsten Capital-Schiffe, die wir bei uns im Spiel drin haben, definitiv. Und ja, ganz am Ende waren wir halt dann wirklich froh, dieses Ergebnis so schön selber auf die Beine stellen zu können. Ich bin der Lino, ich bin seit einem Jahr bei Egosoft. Und ich bin purer Grafiker hier, also ich kriege Concepts vom Alex nebenan oder von irgendwem anderen und darf dann diese Concepts in 3D-Modelle umsetzen und Raumschiffe bauen, Raumstationen bauen, Interiors bauen. Im Moment arbeite ich an einem Konzept, was auf Facebook vorgestellt wurde. Da wurde ein kleines Voting gestartet von 3 verschiedenen Concept Arts, von 3 wurde den Mod C gewählt und das darf ich jetzt zusammen mit Christian zusammenbauen und ich mache halt sage ich mal, wir teilen uns die Aufgabe, weil die Station ein bisschen zu groß ist, als dass ich das selber in einer kurzen Zeit schaffen würde. Deshalb haben wir ein kleines Blockout gemacht und jetzt teilen wir uns die Aufgaben und ja, daran sitze ich gerade. Ich arbeite mit Open Source Programmen namens Blender, ist komplett kostenlos und damit kann ich hier auch in den Workflow angreifen, geht wunderbar. Ich baue dann in meinem Programm das Modell und die Geometrie wird dann exportiert nach 3ds Max, womit die anderen bauen und auch unsere Exporter funktionieren und von dort aus geht es dann weiter mit Farben drauf machen und Lichter dran setzen und wirklich fürs Spiel fertig machen. Aber Grundgeometrie und Texturierung geht wunderbar mit meinem Programm und das bin ich hier alleine. Einzige Open Source Lang.